Ist es denn nun eine Verbindung, die auf Trauma basiert, ein Trauma-Bond, oder ist es ein Seelenpartner? Ist es eine Dualseele, eine Zwillingsflamme? Wie weiß man das? Es gibt ja die, sag ich jetzt mal, die nicht an Dualseelen glauben, die nicht an diese Erfahrung glauben, dass da dieser eine Mensch ist, wo wir uns selber in der anderen Person erkennen und die Dualseelen und die Erfahrung darum so ein bisschen in die Schublade schieben. Ja, das sind halt alles traumatisierte Menschen, die einfach nicht von dieser einen Person loskommen, die sie aber in einem Trauma-Bond, also in einer Connection gefangen halten, die halt auf einem negativen Erlebnis aus ihrer Kindheit erinnert. Also diese Person erinnert einen selber an diese Erfahrung in der Kindheit, natürlich unbewusst, völlig unbewusst, und man kommt dann nicht davon los. Das heißt, es ist negativ. Und wie kann man jetzt das unterscheiden? Also wir müssen erstens niemanden überzeugen. Jeder hat das Recht auf die freie Meinung und zu denken, hey, all diese Dualseelen-Tussis, die haben keinen Plan und die sprechen hier von psychologischen, unbewiesenen Dingen und die überhaupt nicht Hand und Fuß haben und die die Leute ganz verrückt machen, dann haben diese Leute ein Recht darauf, das zu sagen und zu denken. All die, die wirklich mal wahre Liebe erlebt haben und gespürt haben, die von einer Dualseele kommt, die von einer Zwillingsflamme, einer Zwillingsseele, einem Seelenpartner allgemein kommt, die das wirklich gespürt haben, das ist eine andere Dimension der Liebe, das ist ein anderes Kaliber an Liebe, die wissen genau, dass es eben nicht traumabasiert ist. Aber, und da gebe ich den Kritikern, sage ich jetzt mal recht, es ist schon so, dass ganz viele das eine mit dem anderen verwechseln. Also auch wenn es um ihre eigene Situation geht, ne? Dass die noch so, sage ich mal, ungeheilt sind, dass sie das nicht loskommen von jemandem oder das dauernd an jemanden denken müssen oder zurückgewiesen werden von jemandem und dann zu denken, ah, das ist ja wohl meine Dualseele, dass die diese beiden Dinge verwechseln. Das ist sehr wohl der Fall. Und ich persönlich erkenne das an Kommentaren, die ich kriege, ne? Ob das was Wahrhaftiges ist, dass da also geschrieben wird, es ist immer wahrhaftig für den, der es schreibt. Aber ich erkenne, ob das sich um reine Liebe, eine reine Liebeverbindung halt handelt oder ob es eben nicht der Fall ist, ob es eben nichts mit Liebe zu tun hat und mit diesem Trauma, mit dieser traumabasierten Verbindung was zu tun hat, mit dieser vielleicht auch toxischen Verbindung, etwas, das man nicht loslassen kann, weil man das, was einen an dieser Person hält, noch nicht geheilt hat. Weil wenn man heilt, dass man zurückgewiesen wird, sagen wir durch diese Person und da gar keine Liebe ist, wenn man heilt, dass den eigenen Selbstwert erkennt, in die eigene Kraft kommt, wenn man all das heilt, dann fällt diese Person normalerweise im Außen weg. Weil es gibt ja dann keinen Grund mehr, dass sie überhaupt in deinem Leben ist, um nicht, also wenn nicht, um dir aufzuzeigen, dass du da und da noch Dinge zu heilen hast. Das ist aber nicht ein Fall von wahrer Liebe, sondern von ganz normaler psychologischer Schlüssel ins Schloss-Mechanismus, wo der eine zum anderen passt. Die beiden Traumas passen zusammen. Ne? Vielleicht ist der eine der Retter und der andere ist das Opfer und so passen die zusammen und die denken, wow, wahre Liebe und auch wenn wir uns trennen, denken wir trotzdem aneinander und wir wollen trotzdem wieder zusammen sein. Und er hat mich zwar blockiert und trotzdem weiß ich, das ist die große Liebe. Da gibt es wirklich ganz viele Verwechslungen. Also da muss ich wirklich das zugeben. All die, die sagen, er verwechselt da was, wahre Liebe und eben diese ungesunde Bindung an einen anderen Menschen, auch diese ungesunde Erwartungshaltung vielleicht einem anderen Menschen gegenüber, weil wir wissen ja, dass das Glück, das wahre Glück kann man immer nur in sich selber finden. Ich verstehe das und die haben, wie gesagt, da recht. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr euch Hilfe wünscht, darin zu wissen, was ist was, ne? Ich gebe euch einfach jetzt die Hilfe, wenn ihr sie brauchen könnt, umso besser. Wahre Liebe oder liebevolle Aktion erkennt ihr allenfalls erst mit etwas Erfahrung. Jetzt schreien schon einige auf und sagen, nee, ich habe es schon von Anfang an gespürt, ja, dann umso besser. Aber es kann auch sein, dass ihr erst
ähm, klar werden müsst, was Liebe überhaupt ist und was Liebe nicht ist. Und wenn man nicht weiß, was Liebe wirklich ist, hat man Mühe damit zu erkennen, was Liebe nicht ist. Ist eigentlich logisch, ne? Und so kann man eine Beziehung, wie gesagt, oder was auch immer, wie man das auch immer nennen will, ob es jetzt eine Beziehung ist, also Beziehung, ja, man hat zu allem eine Beziehung, ich habe auch zu meinem Schreibtisch eine Beziehung, ne? Beziehung ist immer, aber ich meine mir, das muss nicht sein, ihr seid fest mit jemandem zusammen, aber einfach eine Verbindung mit einem Menschen, wo vielleicht Schluss ist oder einfach eine sehr prägende Verbindung ist, dass ihr da erst lernen dürft, dass das allenfalls keine Liebe ist, obwohl ihr das als Liebe erkennt, obwohl ihr sagt, das ist Liebe. Wenn ihr dann aber, wie gesagt, zu euch findet, könnt ihr oft im Nachhinein, ne? Oft versteht man ja erst im Nachhinein, wozu eine Person gut war, was uns diese Person gebracht hat, wie uns diese Person auch weitergebracht hat auf unserer eigenen Reise, bei unserer eigenen Entwicklung, könnt ihr erst dann erkennen, ach wow, das war ja gar keine Liebe. Ich dachte, das sei Liebe. Und dann, wenn ihr das erkennt, das ist, was ich früher, ne, ich entwickle mich hier auch weiter. Ich spreche inzwischen weniger von falscher Dualseele, aber das habe ich früher so bezeichnet. Das ist so dieses, ich denke erst, das ist diese große Liebe und merke dann im Laufe meiner Heilarbeit, meiner Selbstfindungsarbeit, dass das gar keine Liebe ist. Das ist dann analog zu meiner damaligen Definition, war das die falsche Dualseele, die falsche Zwillingsflamme, weil wir von der falschen Person ausgingen, dass sie diese große Liebe für uns ist. Und wenn man das erkennt, wenn man zu dieser Einsicht kommt, was übrigens Jahre dauern kann, wenn auch nicht, wenn sogar nicht Jahrzehnte, das kann dauern, bis man das einsieht, weil man auch festhängen kann, auch vielleicht im Nichtkontakt mit dieser Person, auch vielleicht man hat schon neue Beziehungen, aber man trauert in einer Form immer noch dieser einen Person nach und denkt, ah, das war doch meine große Liebe. Und erst wenn man dann wirklich ganz zu sich findet, merkt, das war keine Liebe, erst dann ist man meistens bereit für the real deal, ne? Die wahre Seelenverbindung mit diesem neuen Menschen, der natürlich schon immer eigentlich Seelenpartner war für euch, eine Dualseele. Aber erst jetzt seid ihr bereit, wahre Liebe kennenzulernen. Und wenn ihr das mal tut, wenn ihr mal wahre Liebe kennenlernt, dann ist da kein Zweifel mehr, was was ist. Aber dazu muss man erst das Zweite kennenlernen, um den Vergleich anstellen zu können. Wenn ihr im Trauma Bond Love festsitzt, kennt ihr ja nichts anderes. Natürlich denkt ihr dann, das ist das höchste der Gefühle und das ist reine göttliche Liebe, weil ihr nicht vergleichen könnt mit der echten Erfahrung von göttlicher Liebe und von bedingungsloser Liebe. Also ja, es kommt durchaus zu Verwechslungen, wenn es um die beiden geht. Und äh, ja, wie kann ich euch leiten, dass ihr das erkennt oder vielleicht noch besser erkennt? Seid einfach geduldig mit euch und fragt euch immer, wenn eine Aktion oder auch Worte von der anderen Person kommen, ist das Liebe? Und ich weiß, es hilft jetzt nicht, wenn ihr Liebe falsch definiert habt. Ihr denkt nämlich, hey, Liebe tut weh und Liebe sperrt ein und Liebe schlägt und Liebe, ne, das ist alles unbewusst, aber ihr habt das da irgendwo gleichgesetzt, weil das halt die Erfahrung aus der Kindheit war. Das hilft dann nicht so sehr, weil ihr immer wieder euch selber die Antwort gebt. Natürlich ist es Liebe, wenn er mein Telefon durchsucht, ne? Natürlich ist es Liebe, wenn ihr sagt, hey, entweder du kommst jetzt heute Abend zu mir oder ich mache ein Revenge-Porn-Video. Ne? Natürlich ist das Liebe, weil ne? Der kann nur dann nicht damit umgehen, dass ich jetzt gerade weg war und deshalb bla bla bla, Erklärung, Erklärung, Rechtfertigung. Nein, das ist keine Liebe. Liebe tut nicht weh, Liebe tut nichts Böses, Liebe will dir nichts Böses, Liebe will nicht, dass es dir schlecht geht. Es gibt ganz oft, wie ihr sicher wisst, Zurückweisungen in Seelenpartnerbeziehungen, weil ihr beide noch nicht bereit seid füreinander. Diese Zurückweisung oder diese Trennung geschieht aber im Respekt und in Liebe. So absurd das klingt, ihr trennt euch in Achtung, Respekt und Liebe. Auch wenn das eine einseitige
Entscheidung allenfalls ist, was es meistens ist, da kommt dieses ganze Runner-Chaser-Ding her, ne? Dass halt die eine Person ähm, sich fürchtet vor der Intensität der, der Verbindung und auch intuitiv spürt, dass ihr oder dass diese Person, sie selber, die Person, auf den Thron gehoben wird und zur Quelle des Glücks für den anderen wird. Und dazu kann er oder sie nicht Ja sagen. Rein von seiner Seelenliebe her, die er für euch hat, kann er nicht Ja sagen dazu, die Quelle eures Glücks zu sein. Das wäre unfair, weil er würde euch ja in irgendeiner Form abhängig machen von sich selber. Deshalb kommt es zu diesen Zurückweisungen. Das geschieht aber, wie gesagt, in Respekt und Achtung. Das ist nicht, ich tu dir jetzt mal Böses. Ich nehme dir den letzten Cent von unserem gemeinsamen Konto. Ich schaue zu, dass du die Rechte der Kinder verlierst, der Kinderbetreuung. Ich schaue zu, dass du nie wieder einen Job kriegst. Ähm, Ich schaue zu, dass du ausziehen musst per Ende Monat und dass du ja nicht mehr eine Wohnung findest in nützlicher Frist. All das ist und sagt und tut die Liebe nicht. All das, ja, ist Trauma-Bond. Wenn ihr von so einer Person nicht loskommt, dann ist es nicht gesund. Dann ist das nicht göttliche Liebe. Liebe verletzt nicht. Liebe weist zurück, weist in die Schranken. Liebe drängt zum Wachstum des anderen. Liebe will das größte Potenzial entfaltet sehen im anderen, alles unbewusst. Liebe entzieht sich, wenn sie zur Abhängigkeit zu werden droht für den anderen, weil der noch nicht bereit ist, die Liebe in sich selber zu entdecken und zu finden. All das ist Liebe und alles andere ist keine. Und so könnt ihr es unterscheiden. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder bei einem Video sehen. Bis bald.